Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Genshin Impact. Ich habe offscreen gerade ein paar Bosse gemacht und habe soeben mit dem Einsammeln der Belohnung vom Feuerflugsbaum die nächste Abenteurerstufe erreicht und somit können wir nun mit der Hauptgeschichte fortfahren. Oh! Und gleichzeitig haben wir anscheinend doch jetzt schon zumindest die Seite für das Event freigeschaltet. Wir sehen gerade, wir haben noch 6,5 Tage Zeit ungefähr, um das Ganze zu machen und müssen aber liebevoller Abschied abschließen. Liebevoller Abschied. Ein aufsteigender Stern. Ich weiß nicht, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Liebevoller Abschied. Es gab doch, glaube ich, im Handbuch oder so. Jetzt muss ich doch gleich mal schauen. Ist es das? Reisetagebuch? Ah, genau. Aber da sehen wir nur die, leider, die wir bisher schon erledigt haben. Auch hier sehen wir die Nebenquests. Da haben wir ja im letzten Part mit Razor zusammen das Mysterium über die Wölfe, die Quellingen angegriffen haben, aufgeklärt. Aber ich würde sagen, ich gehe mal davon aus, dass die Geschichte, die wir machen müssen, Teil der Hauptgeschichte ist. Also denke ich, sind wir ganz gut dran, wenn wir im heutigen Part einfach die Hauptquest-Reihe weiter vorantreiben. Vorher jedoch möchte ich mir kurz einmal hier die Belohnung abholen, denn das gibt 75 Urgestein und ich habe mir überlegt, gegebenenfalls machen wir heute am Ende des Parts auch einen Ten-Pull, denn ja, der Monat ist bald vorbei und beim Händler haben wir diesen Monat noch Wünsche, die wir mittels Sternenstaub kaufen können und rein theoretisch hätte ich die gern alle. Ich weiß aber nicht ganz, ob ich die alle bekommen kann. Wir werden sehen. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, die alle zu bekommen und gleichzeitig können wir so auch versuchen, Yao Yao zu bekommen, was der einzige Charakter auf dem derzeitigen Banner mal abseits von Al-Haytham als 5-Star ist, die mich interessieren. Ah ja, und jetzt müssen wir auf diesen Berg rauf und da haben wir ja diesen Teleporter das letzte Mal freigeschaltet. Also nicht das letzte Mal, ist schon ein bisschen her, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt können wir mal versuchen, ob wir irgendwie nach dort oben kommen und von dort rüber auf den anderen Berg, um dann dort den Teleporter mal noch freizuschalten, weil das für die eine Richtung in Liyue ganz vorteilhaft wäre, wenn wir von oben einfach runtergleiten können. So. Ich hoffe, dass die Ausdauer ausreicht. Wenn wir jetzt hier nach oben klettern. Vielleicht gibt es zwischendurch ja auch einen kleinen Felsvorsprung, auf dem wir uns ausruhen können. Das wäre in jedem Fall wünschenswert, würde ich sagen. Aber wir werden sehen. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, dass wir dort kurz Halt machen können. Jawohl.
Sehr schön. Da können wir nämlich die Ausdauer wieder ein Stück auffüllen. Und da oben ist ein Geoculus. Den können wir uns dann auch gleich holen, wenn wir schon mal da sind. Hier haben wir noch so einen Vorsprung. Sehr gut. Und dann sind wir ja auch schon fast oben. Super, damit hatten wir es geschafft. Hier oben gibt es einen, so einen Ruinenwächter, wie es aussieht. Und da hinten schwebt der Jadepalast. Da sehen wir ihn schon. Der Teleporter, den ich suche, ist quasi jetzt genau vor mir in der Richtung. Ich würde sagen, wir versuchen uns mal an diesem Gerät hier. Das, naja, da es die ganze Zeit unten geblieben ist, war es leichter als gedacht, das Teil zu besiegen. Oh, guck mal, da ist noch ein Geoculus irgendwo. Der ist da in der Luft. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll, aber nun gut. Da haben wir auf jeden Fall so eine Plattform mit einer Truhe, wie es aussieht. Und es sieht so aus, als hinge das mit dem Windrad zusammen. Aber vorher gibt es hier anscheinend eine Sache, die wir suchen sollen. Ja, das haben wir schon gesehen, Paimon. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Wir hätten Ganyu fragen sollen. Since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Gut, dann schauen wir uns mal um, ob wir irgendwas finden. Ah ja, stimmt. Der Geoculus, der hier ist, ist tatsächlich in einer Höhle. Ich erinnere mich. Ja, wir schauen mal. Ich gehe mal davon aus, dass, genau, wir werden wieder zu dieser Konstruktion geleitet. Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Vielleicht ist es der Pfad zum Jadegemacht. Yes, this must be the way. Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir mal den Traveler. Für den haben wir ja im letzten Part auch eine Konstellation erhalten. So, vorsichtig. Und dann sind wir auf der Plattform. It only takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Am besten kehren wir nach Lewe zurück und fragen die Meloditen. Huh? Why? Naja, der Weg nach da oben sollte doch kein Geheimnis sein. Es sei denn... Or... Oh, Paimon gets it. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista?
Kann es sein, dass du mich nicht leiden kannst? No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Denk das nächste Mal zweimal nach. Aber ich weiß noch, dass man mit dem Geschütz relativ weit sehen kann. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Ja. Das ist auf jeden Fall ein besserer Plan, als mich da hochschießen zu wollen. I'll keep this close. So, da wir aber gerade schon mal hier sind, würde ich sagen, kümmern wir uns um den Teleporter. Sehr schön. Und dort haben wir noch so einen Ruinenwächter. Den machen wir auch kurz noch platt. Die sind bei weitem nicht so schlimm wie die Fliegenden. Freeze. This moment will be frozen in time. Cool it. Ich will noch einmal meine Fähigkeit anwenden, damit ich noch ein paar Partikel kriege, um die ultimative Fähigkeit wieder aufladen zu können. Quite the find. Sehr schön. Damit hätten wir das. Und jetzt müssen wir zur Guizhong Ballista. Da können wir diesen Teleporter direkt wieder verwenden. Ach, ist das schön. Wenn man so viele Teleporter hat, dann kommt man so schnell von A nach B. Und wie es aussieht, sind da Millelith. Grüße. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Heiliger Boden? Das ist doch die Wildnis um den Tianhengberg. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millelith ambush here to arrest us. Mit Sicherheit nicht. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Paimon, du hättest einfach deine Klappe halten sollen. Jetzt sind sie böse auf uns. Oh Mann. What's the hurry? Freeze! Ah, verdammt. Wie es aussieht, hat einer überlebt. What's the hurry? Cool it! Diesmal überlebst du nicht. Als ob, der hat schon wieder überlebt. Komm schon. Meine Güte. Okay, das heißt dieses Mal. Dodge this! Who goes there? Ah, und es kommen noch mehr. Freeze! Tactical
Cool it. So, der wird sterben am Fallschaden. Take the target alive. Attack. Dodge this. Und tschüss. Take the target alive. Okay, aber das ist die letzte Gegnerwelle zum Glück. Tschüss. Cool it. So, einer fehlt noch. Irgendwer hat überlebt, wie es ausschaut. Dann müssen wir nochmal nach hier gehen am besten. Jetzt sollte der respawned sein. Da ist er. Cool it. Und damit hätten wir das. Sehr schön. Stop! What's all this about? Oh! Lady Kuching, these Kuching. two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Who are you calling strange? Wir haben nur einen Weg ins Jadegemach gesucht. You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Oh ja, sorry. Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh! I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. Ja, The Kitsching ist Guizhong cool. Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. Ah ja, These das haben wir Millilith are just gemacht. here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Ja, denken ist manchmal gar nicht so schwer, Paimon. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Naja, wir haben nur einen kleinen Teil der Arbeit gemacht. Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance.
But to think that they would call for a council of adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Ningguang würde lieber verhandeln, oder? Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? Paimon, jetzt mal im Ernst. Wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. Ah ja. Genau, Paimon. Genau. Alright. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... well then. May we meet again, Traveler. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Ich teile einige ihrer Ansichten. So, what should we give to Ningguang when we see her? Du nimmst die Sache mit dem Geschenk ganz schön ernst. Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Hast du ein Rezept dafür? But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Let's go Okay, buy also fragen wir ingredients. Zhangling. Time waits for no one, and neither will our riches. Wir brauchen einfach nur etwas Boom Shakalaka. Oh Mann, damit kennt sich aber Zhangling zum Glück aus. Deswegen würde ich sagen, wir schauen mal. Allerdings zuerst zur Statue. Und auch wenn wir hier ein Stück weiter weg sind, ist das, glaube ich, gar kein schlechter Starting Point, weil wir von hier aus nach da drüben gleiten können. Und ich hoffe einfach mal, dass unsere Ausdauer dafür ausreichend ist. Aber das werden wir schon sehen. Ja, ich denke mal, bis zu diesem mittleren Absatz sollten wir kommen. Bis ganz oben könnte schwierig werden. Wobei, vielleicht. Na, wir schauen mal. Wir schauen mal, ob wir von der Wand aus jetzt direkt nach oben klettern können noch. Oha, es hat sogar gereicht. Sehr cool. Dann können wir nämlich direkt hier die Statue freischalten und haben damit die nächste Map, beziehungsweise den nächsten Teil der Map unlockt. Und sehen jetzt auch, wo die ganzen weiteren Teleporter sind und so weiter und so fort. Gut. Dann würde ich sagen, können wir uns nun an die Zutaten wagen für die Slime-Sache, Gedöns, was auch immer. Leider können wir die Statue noch nicht aufwerten, aber irgendwann
werden wir auch das hinbekommen. Vielleicht finden wir hier ja auf dem Weg direkt einen Geoculus, den wir verwenden können. Wir haben 7 von 12, falls es jemand nicht gesehen haben sollte. Was mich ein bisschen wundert ist, da steht, wir brauchen Material und haben 0 von 3, haben aber nur 2 Markierungen. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Did you hear that? It seems like it came from those rooms. Uh-oh. It looks like the treasure Wir hoarders beeilen have uns locked mal. someone inside. Super. Das wollte ich eigentlich vermeiden, dass wir hier sterben, aber ja, von mir aus. Cool it. Das Coole ist auch, dass wir ein bisschen heilen, wenn wir angreifen. So, wir haben den Schlüssel. Können wir das öffnen? Hey, du bist frei. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. When their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Mir reicht dein guter Wille, danke. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon's sugar-frosted slime now comes in a beautiful package. Alles klar. Tatsächlich kann Paimon manchmal auch ganz schlau sein. Zuckerblumen haben wir dafür jetzt auch. Und wir können mal gucken. Okay, der eine ist auf jeden Fall unter Wasser. Da kommen wir gerade nicht ran. Und der andere ist dort oben. Da kommen wir jetzt auch nicht ran. Da müssten wir von einem Berg runtergleiten am besten. Naja, gut. Dann würde ich sagen, merken wir uns mal, dass hier welche sind. Einer hier und einer hier unter Wasser. Ja, passt schon. Look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. That's the one. Ja, ja. Dann killen wir mal deinen Slime. Sehr schön. Dann gehen wir zum Warenhaus als nächstes. Und suchen mal die Geschäftsführerin für die Schachtel auf. Dass wir das Geschenk schön einpacken können. Xingxi. Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him.
Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh yes, you might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations too. Woohoo! It looks beautiful! Also irgendwie fühle ich mich schuldig. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist okay, wir fühlen uns schuldig. Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Sehr gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir sollten zum Yuhei Pavilion, glaube ich, gehen. Oder so ähnlich. Da würde ich sagen, das ist nämlich jetzt auch der Grund, weswegen der Teleporter so cool ist, weil da können wir den nehmen und müssen nicht den Umweg durch Liyue selbst laufen, sondern können von hier oben direkt heruntergleiten. Buyun, grüß dich. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? Oh, da hat uns Keqing wohl einen besonderen Code verraten. Da haben wir Ningguang. Das letzte Mal gesehen haben wir sie bei der Niederkunft von Rex Lapis. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. Ziemlich hübsch hier am Jade gemacht. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Diesem Tianquan mangelt es wahrscheinlich mangelt es nicht an Ehrgeiz. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours.
Ja. Netter Fluch, Erschrecken, was auch immer, Paimon. Wir haben auch den Yuhang vor kurzem getroffen. At the Guizhang Ballista, yes? Das stimmt. You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Kötsching sagte, dass die Chising Rex Lapis nichts Schlechtes wollen. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. I believe that you've heard of the Archon War. Naja, so viel weiß ich darüber nicht. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Warum versteckt ihr dann den Leichnam des Stammvaters der Adepten? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Ist es, nicht wahr? Also, ich gehe mal davon aus, dass damit Child gemeint ist. Weil Fatui und so. Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Dann folgen wir ihr mal. Betritt das Jadegemach. Das ist schon eine ganz schön große Angelegenheit und vor allem schwebend. What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Da ist Ningguang. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play,
Our enjoyment comes first. Naturally. Das da drüben ist. Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Dann würde ich Kuching und ihre Skepsis gegenüber allem Göttlichen wählen. You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Ich nehme an, dass die Fatui etwas mit diesen Gerüchten zu tun haben. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? Ey, Paimon, wie blöd bist du eigentlich? Ist das dein Ernst? Du fragst nach einem Geschenk? Schreibt gern mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's Ich mach den Konosuba-Move. What should we get? Ich mach den Konosuba-Move. What are the sheets on that wall? Nein, Paimon, wir nehmen Ningguang, okay? Wir nehmen einfach Ningguang. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. Paimon, du machst deinen Fehler. Wir sollten Ningguang nehmen. Ningguang kann diese ganzen Papierdinger quasi uns dann zeigen und wir können die abschreiben oder was auch immer. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. Oh Mann. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's
there's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, fatui, research, copy. Huh? Oha. That doesn't sound like treasure at all. Sigil of permission? This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified fatui research on the Sigil of permission. Oh, Ningguang did say that the fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue, spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of permission. Seems there's still more for us to find out. Ningguang versucht offensichtlich, uns dorthin zu führen. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Das ist nicht das, was ich meine. Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Ach, von mir aus. Ich hätte immer noch Ningguang genommen. Aber... Ah, schön. Jetzt haben wir zumindest eine Spur von den Fatui. Tja. Dann schauen wir mal, was wir damit machen, würde ich sagen. Dort haben wir tatsächlich sogar einen Teleporter. Das ist sehr vorteilhaft, würde ich mal sagen. Und hier gibt es Treasure Hoarders. Die nehme ich, denke ich, direkt mal mit. Weil das ganz cool ist, wenn die ihre Insignien droppen. Hier haben wir eins und da haben wir auch noch eins. So. Und hier sind, wie es ausschaut, ein paar Fatui. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Alter, was hat das Teil für ein Range? Let's light it up. This moment will be frozen in time. I slipped up. Gegen den kann ich leider nicht so viel machen, gegen sein Schild. Oh wow, und er TP't sich genau in dem Moment, wo ich meine E aktiviere, also mein Skill. Dieses Teleportieren von dem nervt ein bisschen. Die sind ja fast so schlimm wie diese Elektrohexen. Check this out. Jetzt hab ich dich. Komm schon, Schild weg und... Hat ja lang genug gedauert. Ja? Das ist auf jeden Fall ein Hydro-Dude, aber
What's the hurry? Cool it! Everybody stand back! Distracting. Supporting fire! Don't get too close! It isn't time for a break yet. Dodge this! Ah, da unten ist ein Pyrotyp. Scheint, als hätte der mich gesehen. Gegen den kann ich leider auch nicht so sonderlich viel machen. Weil irgendwie seltsamerweise ist Kryo gegen diese Typen ziemlich nutzlos. Gegen die braucht man halt wirklich Hydro, um das Schild brechen zu können. Und das finde ich ein bisschen seltsam, weil normalerweise gegen diese Pyrotypen ist sowohl Hydro als auch Kryo gut. Das sieht man ja zum Beispiel auch an den Dings. Na, sag schon. Die Abyss Mages. Ja, die Abgrundmagier. An denen sieht man das auch, dass quasi eigentlich Hydro und Kryo gegen diese Pyro-Viecher was machen können. Aber bei denen ist es seltsamerweise nicht so. Naja, egal. Wir gehen nochmal hier hin und schauen uns die Forschungen der Fatui an. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What are they for? Vielleicht versuchen sie, einen Talisman zu vervielfältigen. Paimon's seen this pattern before. But where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Es ist nicht nur eine Reliquie. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. Offenbar führen die Fatui definitiv was im Schilde. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhang Li soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Alles klar, dann auf zu Zhongli. Bevor wir dorthin gehen, möchte ich allerdings mal kurz heilen. Und dann meine Truppe mal wieder anpassen. Genau, Zhangling möchte ich wieder mitnehmen. Sehr gut. So, jetzt können wir uns auf den Weg zu Zhongli begeben. Oh, der Typ hat uns gesehen. Naja, macht nichts. Der wird uns schlecht bis da unten folgen können. Da ist Zhongli. Sehr schön. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? Ja, das war cool. So big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly.
Naja, jeder, der Geschäfte macht, kann freundlich sein. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Ningguang ist sehr schlau. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Ich bin nicht überrascht. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. Tja, und jetzt versuchen sie, den Passierschein zu kopieren. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingse Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. Du willst, dass ich sie pflücke? No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? Ich bin ein Profi. Einfach einen Schritt zurücktreten und zuhören. Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. Da hinten gibt es auf jeden Fall auch einen Geoculus irgendwo. Hier so in der Richtung. Ziemlich genau getroffen. Sehr schön. Zuckerblumen nehmen wir auch gleich mit auf den Weg. Und da hinten sind ja schon die Glaze Lilies, die wir suchen. It's time to sing, whenever you're ready. Ach je. Da 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 da. Genau. Wir sollten Barbara einfach mit in die Truppe nehmen. Das war ihr Song. These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song from Mondstadt that they don't understand here in Liyue?
Ja, vielleicht hätten wir irgendwas aus Liyue singen sollen. Oder die haben einfach keinen Respekt vor dem wunderbaren Gesang. Oh, warte mal. Die erste können wir schon mal weghauen. Oh, shit. Zu spät, verdammt. Und damit haben wir sie. Sehr schön. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. Unerwartete Feinde. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Oh, Ganyu! Are you searching for glaze lilies? Oh, Yep. hey, it's... What's her face? Paimon can't remember. Sei gegrüßt, Ganyu. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Das liegt daran, dass du mein Main auf That meinem reminds me. Hauptaccount bist. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope. Nope, we found the way on our own. Naja, es ist kein Geheimnis. Vielleicht hast du es also nicht für nötig gehalten. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Vielleicht ist sie gerade nicht im Dienst. Well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now I am simply out on a stroll to see the flowers. Ah, You siehst du? came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Das heißt also... Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus?
Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Das also erklärt die Hörner. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Zhongli ist der richtige Mann für die landwirtschaftliche Entwicklung. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Alles klar. Damit sind die Vorbereitungen nahezu abgeschlossen und im nächsten Part können wir dann zurück nach Liyue. In diesem Part allerdings hatte ich ja noch versprochen, dass wir einen Pull machen. Den machen wir natürlich noch. Vorher jedoch möchte ich kurz darüber reden, was wir erfahren haben. Und zwar, ja, es gab diesen Archon War, also den Krieg der Götter. Und die meisten, die quasi dort gewonnen haben, also das sind die jetzigen 7, die meisten davon von den Originalen scheinen wohl schon gestorben zu sein. Also mit dem Tod von Rex Lapis ist wohl jetzt Barbatos bzw. Venti der letzte von den originalen Göttern, die noch am Leben sind. Raiden Shogun, wissen wir, ist ebenfalls nicht mehr original. Und es wurde gesagt, die jüngste Göttin ist mit ungefähr 500 Jahren die Dendro-Göttin von Sumeru. Also alles interessante Informationen, die uns gegebenenfalls auf unserem weiteren Weg helfen werden. Jetzt aber genug von dem und wir widmen uns mal dem Wunsch, den wir machen wollten. Und zwar würde ich sagen, machen wir direkt mal einen 10-Pull. Ich habe im Voraus schon mal geschaut. Wir sind derzeit 30 Pulls drin im Special Banner. Demnach sind wir jetzt danach 40 drin. Schauen wir mal, was wir bekommen. Nice. Wir haben direkt Yao Yao bekommen. Das ist sehr, sehr gut für uns.
Wir haben direkt Yao Yao bekommen. Das ist sehr gut, weil, wenn ich schon ein bisschen vorweggreifen darf, ich habe vor, das nächste Team, was wir machen werden, zu einem Hyperbloom-Team zu machen. Also quasi Supraspross. Das wäre wohl der deutsche Name. Das heißt, wir brauchen dafür Hydro, Dendro und Elektro. Hydro werden wir, wenn wir Yelan bekommen, auf jeden Fall genug haben. Mit Xingshi sowieso. Dendro haben wir dann Yao Yao, die gleichzeitig noch heilen kann. Und dann fehlt uns noch Elektro. Da muss ich mal schauen, wen wir dann nehmen. Da haben wir momentan nur Lisa. Wir hätten die Möglichkeit, Bedo zu ziehen auf dem Yelan-Banner. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass Bedo mit ihrer ultimativen Fähigkeit nicht die Dendrosamen sozusagen beeinflussen kann und dementsprechend funktioniert sie in so einem Team, was ich vorhabe, eher schlecht. Das heißt, da sollten wir schauen, ob wir nicht irgendwie einen anderen Charakter noch bekommen. Aber ja, das würde ich sagen, war es erstmal für diesen Part. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo sehr, sehr freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um weitere Parts nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao.